Ahoi, willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Durchsuchen. Perfekt. Der Mechanismus von Antikythera. Dieser Mechanismus wurde ursprünglich für eine analoge Rechenmaschine gehalten, die die zukünftigen Positionen von Himmelskörpern anzuzeigen vermochte. Wissenschaftler von Abstergo Industries haben jedoch kürzlich herausgefunden, dass er nur ein kleiner Teil eines viel größeren Gerätes ist, einer sogenannten Vorhersagemaschine, die vermutlich von der ersten Zivilisation benutzt wurde, um Wahrscheinlichkeitsberechnungen für zukünftige Ereignisse vorzunehmen. Es könnte zum Beispiel bestätigt werden, dass die Vorläufer einen solchen Apparat in Verbindung mit ihren gegebenen präkognitiven Fähigkeiten benutzt haben, um Desmond Miles zu finden und Kontakt zu ihm aufzubauen. Herr Miles ist die Quelle unseres Sample 17 Strings und die Gründe für die Kontaktaufnahme unterliegen der Geheimhaltung. Weiterhin ist bekannt, dass diese Geräte aufgrund der Natur ihrer Quantenwahrscheinlichkeitsmessungen sehr schwierig zu benutzen waren und es viele hundert oder tausende Versuche erfordert haben dürfte, so weit in die Zukunft zu blicken. Bagdad-Batterie. Ein Mysterium, das Forscher seit Jahrzehnten von Rätsel stellt. Nun wurde das ultimative Geheimnis hinter der Bagdad-Batterie endlich entschlüsselt. In diesem Jahr haben Forscher von Abstergo Industries festgestellt, dass diese Batterie einst ein synthetisches Element der Vorläuferrasse enthielt, das Energie produzieren konnte, indem es die Energie anzapfte, die durch den Ablauf der Zeit erzeugt wird. Diese enthält verblüffend der Idee, die theoretische Physiker Zeitkristalle getauft haben. Dieses unbekannte kristalline Material war in der Lage, kleine, aber unbegrenzte Mengen Energie zu erzeugen, indem es im Lauf der Zeit selbst Energie entzog. Trotz der geringen Menge reichte die Energie, um eine kleine LED zum Leuchten zu bringen. Was habe ich denn gelesen? Ich bin schon müde. Trotz der geringen Menge reichte die Energie, um eine kleine LED zum Leuchten zu bringen, was eine bescheidene, aber unglaublich effiziente Art von Lichterzeugung darstellt. Bis heute wurde ein funktionierender Zeitkristall der Vorläufer entdeckt. Blutampullen. Über die Funktion dieser Blutampullen ist wenig bekannt, obwohl Dutzende davon gefunden wurden. Seit Abstergo in den späten 1980er Jahren damit begonnen hat, nach ihnen zu suchen. Bis heute wurde nur 3 mit intaktem Inhalt gefunden und nur eine davon enthielt eine bestätigte DNA-Probe der Vorläuferrasse. Die Geschäftsleitung von Abstergo Industries hat ihr besonderes Interesse daran bekundet, mehr Vorläufer-DNA zu finden und falls möglich Proben unserer sogenannten Mitochondrialen Eva so weit hergeholt, wie es auch klingen mag. Bitte geben Sie sich besondere Mühe, alle Ampullen zu identifizieren, über die Sie beim
Nacherleben von Erinnerungen stolpern könnten. Unglücklicherweise beträgt die durchschnittliche Halbwertzeit von DNA kaum 500 Jahre. Alle Proben, die alt genug sind, um von den oben beschriebenen Quellen zu stammen, also 80.000 Jahre oder älter, sind inzwischen längst unbrauchbar. Wir rechnen damit, dass es mehr als 250 gleiche Proben dieses Alters erfordert. Und ein gehöriges Quäntchen Glück, um daraus das vollständige Vorläufergnom zu sequenzieren. Tatsächlich dürfte die benötigte Zahl eher in Richtung 500 gehen. Kristallschädel. Diese antiken Objekte wurden bei verschiedenen Gelegenheiten an vermeintliche Siedlungsstätten der Verläuferrasse in der ganzen Welt gefunden. Bis zu einem gewissen Grad sind die allesamt Kommunikationsgeräte, obwohl bisher 3 verschiedene Typen entdeckt wurden. Der erste Kristallschädel funktioniert ähnlich wie ein heutiges Mobiltelefon und ermöglicht die Kommunikationen zwischen allen Personen, die im Besitz eines funktionierenden Schädels waren. Bei einem zweiten Kristallschädel entdeckte man später, dass er über eine Aufnahme- und Wiedergabefunktion verfügte, mit dem audiovisuelle Nachrichten in mehrere Empfänger gesendet werden konnten, und zwar beliebig oft. Ein dritter Typ Kristallschädel wurde erst kürzlich entdeckt und scheint als eine Art passives Beobachtungssystem zu funktionieren, ähnlich wie ein Bildschirm in einem Überwachungssystem mit mehreren Kameras. Bisher wurde die Kameras am anderen Ende dieses Aufbaus noch nicht gefunden. Es ist nicht klar, warum diese Kommunikatoren äußerlich ein derart makaberes anatomisches Erscheinungsbild haben. Aber wir haben keinen Grund zur Annahme, dass die Vorläuferrasse, so intelligent sie auch war, nicht auch ab und zu Opfer von geschmacklosen Modetrends wurde. Wie lange ging das noch? Erinnerungssiegel. Diese Geräte mächtig in ihrer Funktion, aber mit begrenzten Anwendungsbereich, wurde von der ersten Zivilisation benutzt, um kurze Erinnerungsdrücke aufzunehmen, damit sie später abgespielt oder von einer anderen Person nachlebt werden konnten. Ihre Seltenheit nach zu urteilen, bisher wurde weniger als 40 davon gefunden oder bestätigt scheint es, dass sie kein herkömmlicher Gebrauchsgegenstand der Vorläuferrasse waren, sondern nur den reichsten und mächtigsten Mitgliedern ihrer Gesellschaft zur Verfügung standen. Bis heute wurde kein Siegel gefunden, das aufgezeichnete Vorläufererinnerungen enthält, und von nur wenigen weiß man, dass sie überhaupt Informationen enthielten. Die Siegel, die vom Assassinen Alper Ibn Lahad benutzt wurden, um Erinnerungsinformationen an Ezio Auditore der Firenze weiterzugeben, könnten vermutlich heute noch funktionieren. Allerdings ist bis zum heutigen Tag ihr Aufenthaltsort unbekannt. Interessant ist, dass Abstergos frühe Durchbrüche in der Entwicklung der genetischen Erinnerungstechnologie auf dem Studium dieser Artefakte beruhten, auch wenn die aktuelle Animus-Technologie nicht auf dieser Architektur basiert. Voynich-Manuskript, ein faszinierendes und bis dato ungelöstes Rätsel. Wir sind sehr daran interessiert, die Person oder Personen aufzuspüren, die für die Erschaffung dieses wunderbaren und mysteriösen Werkes verantwortlich zeichnen. Alle Forscher, die auf europäische Subjekte aus dem 15. und 16. Jahrhundert angesetzt wurden, sollten ausgewiesen werden. Jede Erwähnung dieses seltenen und wundervollen Artefakts besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Obwohl neuere C14-Untersuchungen die Erstellung des Werkes auf das Jahr 1405
datieren, hat Abstergo Industries streng geheime Informationen entdeckt, die diese Theorie deutlich verkomplizieren. Von besonderem Interesse für uns bei diesem Vorhaben ist der englische Philosoph Roger Bacon. Okay, Gott, war das lang. Ich will nicht mehr lesen, meine Stimme. Och nö. Ey. Okay. Okay, das ist... Ja, das ist auch so das Ezio, nicht? Oh, Katze! No, bist du süß. Jetzt aber. Okay, this is on. I don't think I've ever used this phone more than a few times to record anything. Hey, Dad. So, we're all here in New York at the motel. It's Queens, actually, in Astoria, near the NQ. Rebecca's off getting batteries for something. Sean's in his room doing whatever Sean does. And, you're out getting some food. Me? Well, I'm supposed to be getting ready to break into some offices in the financial district. Feels just like prepping for one of your old training drills, actually. 10 years go by, and then you show up, and it's like I was never gone, and we're right back to the ball busting and the conspiracies and the paranoia. Only this time, I believe you. I believe every word. You know, I don't even think you know the half of it. I don't think you know how much I've seen. How much I've learned in just a few weeks. Everything, really. I feel like I've lived 1,000 years, or 10,000 maybe. It's impossible to explain. But when you see that much of the world through the eyes of so many, you can't help but be sad. And to see all these incredible, intelligent people fight the same battles, make the same mistakes over and over again. Because culture and knowledge and history, these things, they aren't passed on through our genes. Every kid on Earth needs to relearn the basics. How to live, how to survive, how to stand up for what's right. So much is lost in the transfer. So much is added every generation. It's a shame. I mean, over and over, everything must be learned again. I met Clay, Dad. Clay Gesmerick, in the Animus. I knew him by his Abstergo handle, Subject 16. My predecessor. And he showed me things. He passed them to me just before he died. Or got deleted or whatever. Everything he'd learned, everything he'd seen. God, how do I talk about this? So, guess you trained him. After I left, he really looked up to you, and
Now that I've seen through his eyes, I think I understand why. I'm glad you had him around even if I wasn't there. The things he showed me. Unbelievable things. And I never... Shit. Alright, back in a second. Okay, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, aber sure. Es heißt, dass es wohl verstanden ist, dass Werkzeuge, Häuser, Autos, Besteck, Stifte, Tische, Bücher, Stühle, Haustiere, Glühbirnen, Mobiltelefon, Spielzeug, Ferienwohnungen, Sofas, Clubsessel, Schwimmbecken etc. Indirekte Nebenprodukte unserer genotypischen Ausdrucks sind auch bekannt als erweiterte Phänotyp. Wir fügen uns. Okay. Ey, kann der Typ damit aufhören? Der lenkt mich ab. Okay, alliiert. Es ist das fachkundige Meinung des Es ist die fachkundige Meinung des Autors, dass wir bisher Südostasien und dass wir bisher Südostasien und insbesondere dem Himalaya nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet haben. Unsere weltweite Erforschung der Angehörigen der ersten Zivilisation und der Fingerabdrücke, die sie hinterlassen haben, kann von einer näheren Untersuchung dieser Region mit Sicherheit für profitieren. Wir können etwa ein hervorragendes Beispiel in Form eines Irrlichts oder Geisterlichts finden. Wir werden oft von Fischern gemeldet, erscheinen über Sumpfgebieten und verfügen über die Macht, ihre Opfer abzulenken und in die Irre oder sogar den Untergang zu führen. Allerdings haben sie sich auch als nützlich Navigationshilfe erwiesen. Gas scheint als Erklärung zur vordergründig hat die Erforschung genetischer Erinnerungen schon Beweise für das Ähnliches erbracht. Geister oder Gas oder etwas ganz anderes. Im Himalaya sagt man, es seien die Seelen verstorbener Fischer. Wir nehmen Fischer einfach nicht ernst genug, oder? Wie oft haben sich schon einfachen Fischerdörfern wichtige Informationen und sogar Schätze befunden. Bermuda-Dreieck. Dies muss zweifellos die am gründlichsten untersuchte Region der Welt sein, deren schiere Existenz von offiziellen Quellen routinemäßig abgestritten wird. Das Teufelsdreieck wird für zahllose verschwundene Schiffe und Flugzeuge verantwortlich gemacht und das seit von frühen Tagen des Zeitalters der Segelschiffe. Die technologiefressenden Tendenzen dieser Region werden von vielen mit der magnetischen Wirkung des versunkenen Kontinents Atlantis in Verbindung gebracht. Oder mit UFOs und anderen unbekannten, mysteriösen Kräften. Während sich das Gebiet eines wachen Interesses erfreut und wir uns streng an die Kraft der Wissenschaft halten, statt an Aberglaube, hatten wir bei der Forschung bisher wenig Glück und könnten den hungrigen Magen dieses
Rätsels bisher nur mit 2 kleinen Flugzeugen, einem Schiff und Forschungsausrüstung im Wert von einigen $100.000 füttern. Im Moment könnte es sicher sein, die Forschung dieser Region anhand von genetischen Erinnerungen im Animus fortzusetzen. Tschechien, Itza. Diese beliebte Touristenattraktionen im modernen Mexiko war einst eine der größten Städte der präkolumbianischen Maya-Zivilisation. Die Stadt glänzt nicht nur mit einer Mischung von Architekturstilen aus dem ganzen Reich, es soll auch Angehörige der ersten Zivilisation an der mitgewirkt haben, die einst an der Frontlinie gegen den Aufstand der Menschen kämpften. Insbesondere das technisch fortschrittliche System von Höhlen, Tunneln und Rätseln, das unterirdisch zwischen dem Castillo-Tempel und dem Cenote Sagrado verläuft, ist voller Artefakte und ersten Zivilisation. Bei einer kontroversen Ausgrabung im 18. Jahrhundert, die von Madeleine de Elsley in Auftrag gegeben wurde, kamen Prophezeiungsschreiben, Ringe und Scherben zutage. Es handelt sich um viele kleinere, aber kulturelle bedeutende Artefakte, die uns als Ganzes betrachtet, die bisher umfassende Vorstellungen davon liefern, wie das Leben auf der Erde in den Monaten vor der Toba-Katastrophe aussah. Die Fundstelle wird zurzeit von den Bundesbehörden geschützt, aber wir stehen kurz vor einer Einigung mit der mexikanischen Regierung. Osterinsel. An der südöstlichen Spitze des polynesischen Dreiecks gelegen beheimatet der Osterinsel 887 Moai-Statuen, die vom Volk der Rapa Nui erschaffen wurde. Sie ist eine der isoliertesten bewohnten Inseln der Welt, gehört politisch zu Chile und steht als Welterbe unter dem Schutz der UNESCO. UNESCO? All dies hat eine gründliche Erforschung in diesem Jahrhundert erschwert, aber es steht Unterlagen aus dem 18. Jahrhundert zur Verfügung, als die Rapa Nui schwer mit den Krankheiten zu kämpfen hatten, die von europäischen Seefahrern eingeschleppt worden waren. Im 19. und 20. Jahrhundert kam es zu Überfällen von Sklavenfängern, Dürren, Kriegen und Entwaldung. Trotz der vielfältigen und vielleicht tragischen Geschichte sind es die Moai-Statuen, die am stärksten geschützt werden. Die bestehen aus den Geistern eines erloschenen Vulkans und es ist nicht bekannt, wie sie zu ihren Aufstellungsorten gebracht wurden. Dieses Mysterium mag Touristen faszinieren, aber falls wir die Erlaubnis zu einer privaten archäologischen Grabung auf der Insel erhielten, wären es vor allem die Petroglyphen und das Netzwerk aus Höhlen, das von früheren Zivilisationen erschaffen wurden, von denen wir uns die produktivsten Ergebnisse versprechen. Vostoksee. In Zusammenarbeit mit unseren russischen Partnern haben wir eine Vereinbarung erzielt, nach der wir demnächst mit der Forschung dieses subglazialen Sees in der Nähe der Vostok-Station direkt am Kältepool zutreffender Name, wenn auch sensationsscheichend auf dem Eisschild der Ostantarktis beginnen können.
Dieses Süßwassersee liegt fast 3500 Meter über dem Meeresspiegel und ungefähr 4000 Meter unter der Eisdecke. Im Jahr 2012 wurde der Eisbohrkern entnommen und wir können bald mit der Untersuchung beginnen, die uns einen paläoklimatologischen Abdruck über die letzten 400.000 Jahre liefern sollte. Proben aus isolierten Fossilwasserreservoirs könnten sich sogar als noch älter erweisen. Nur die Zeit und die Wissenschaft werden zeigen, welche genetischen Wunder diese einzigartigen Proben enthalten. Fast nicht sogar ein Fenster zur ersten Zivilisation selbst. Gott, das wurde schon schwer mit Lesen. Ich glaube, ich bin einfach zu viel müde, um das zu lesen. So, habe ich jetzt alle? Notiz. Da ist irgendwo noch eine Notiz. Ja, egal. Oder? Ah, da. Nehmen Sie zum Beispiel das Schwarzpulver, das uns meisterhafte Kontrolle über das Feuer verlieh. Nehmen Sie zum Beispiel die Daguerreotypie, die unsere Art, wie wir das wahre Leben sehen, verändert hat. Nehmen Sie die Glühbirne, die uns Licht spendet, wenn gar kein Licht nötig ist. Nehmen Sie das Automobil, das uns auf Geschwindigkeiten beschleunigt, die uns nur auf neue und dumme Arten töten können. Okay. 13 von 20. Okay. Und lass mich wieder proben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir bei meinem Ding stehen. Da. I've an awful feeling about this. You'll be hurt out there. I couldn't handle that. I'll be careful, I promise. And when I'm flush with coin and set up, I'll send for you. I will. Caroline, come away! Don't exert yourself! I can't promise I'll come, Edward. If you leave on this fool's errand, I cannot promise anything. Don't give up on me, Caroline. Not when I need your faith the most. Nassau, Bahamas, Juli 1718. Putting some shape to your sentiments? Just a short letter home. I reckon she's past caring anyway. Oh, you're a hard heart that should be softer. Or soft in parts that should be hard. And how is it you're so keen for his hard parts, Mr. Rackham? You'd like to know my secrets, would you? Oh, aye. Give me a small hint, like. Or a large one if you're an upright gentleman. Open your hand. Oh, Who's shooting? Might be them ships sliding into port. Jesus. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir hier stehen, machen beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.